for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, ein sogenannter Crimson, grüner Leguan. Crimson ist Red Albino, T-Albino. Wunderschöne rote Iguanas, Iguana rhinolopha. Auch wenn sie wachsen, kriegen die Farben, das ist unglaublich, wirklich, die sehen aus wie angemalt. Wer wirklich viel Platz hat, tolle Terrarientiere, werden schön brav, werden zutraulich, wie ihr schon seht, ne, der hockt hier schön brav auf meiner Hand. Wie gesagt, man braucht viel Platz, Iguana rhinolopha, 1,40 Meter, 1,50 Meter mit Schwanz. Von dem her kann den sich sicherlich nicht jeder halten, aber wenn ihr den Platz habt, sicher eine Überlegung wert. Wunderschön und heute mein Intro-Tierchen für euch. Das Thema heute sind die Zwerggürtelschweife, Cordylus tropidosternum, relativ klein bleibende Echsenart aus Zentralafrika. Ne? Also die kommen, wie gesagt, Zentralafrika vom Kongo bis nach Kenia. So dieser Streifen findet man diese Cordylus dort eher aus den trockeneren Gebieten. Ja, wie der Name sagt, Zwerggürtelschweif bleiben relativ klein, also werden so rund 20 cm. Das, was ich hier in der Hand habe, ist ein juveniles Tier, ist jetzt ungefähr ein knappes Jahr alt. Ja, adultes Tier, ich habe leider gerade kein Star zum Zeigen, ja, wird runde 20 cm, also von der Masse her nochmal ja, ungefähr doppelt dreifache von dem, was ich hier in der Hand habe. Von der Haltung her sind die Zwerggürtelschweife ähnlich wie Bardergamen. Ihr braucht im Prinzip ein Wüsten- oder Steppenterrarium. Der Unterschied zu den Bardergamen nicht ganz so heiß, also unter dem Wärmespot unter 40 Grad, vielleicht so gute 35 oder zwischen 35 und 40 Grad unter dem Wärmespot. Kühlere Stelle im Terrarium knappe 30 Grad. Nachts macht er das alles aus, also nachts kann es in Anführungsstrich so kalt werden, wie es will, oder halt Zimmertemperatur haben. Aber ansonsten könnt ihr euch wirklich so ein Bardergamen-Set nehmen. Also wenn ihr bei uns im Shop mal schaut, diese Sets, ich würde sagen Meter oder 1,20 Meter Set für Bardergamen, ist wirklich perfekt geeignet. Das einzige, die Birne oder der Strahler, der da dabei ist, würde ich eine Nummer kleiner nehmen. Ich glaube, beim 1,20 Meter Set ist ein 160 Watt Strahler dabei, wenn ich es recht im Kopf habe. Dann nehmt ihr dann entsprechend nur einen 100 Watt Strahler. Aber ansonsten könnt ihr euch gut daran halten. Dann macht ihr bei den Zwerggürtelschweifen nichts falsch. Von der Haltung her, man kann sie einzeln halten, wie fast alle Reptilien. Aber das Tolle ist, man kann sie auch in Gruppen halten. Selbst die Männer untereinander sind relativ verträglich. Männer untereinander und Gruppen komme ich schon aufs nächste Thema. Was wirklich unheimlich schwer ist bei den Gürtelschweifen, also nicht nur bei den Zwerggürtelschweifen, Allgemeingürtelschweif, ist die Geschlechtsbestimmung. Anders wie jetzt bei Bartagamen oder bei den meisten anderen Echsen kann ich da weder nach Hemipenissen schauen, also Hemipenistaschen schauen, oder es gibt auch sonst keine auffallenden Geschlechtsmerkmale, wo ich Männchen und Weibchen unterscheiden kann. Deswegen ist das echt eine tricky Sache. Also bei Jungtieren völlig chancenlos und selbst auch bei Adulten. Also meistens ist es so, man hat eine Gruppe von 3, 4, 5 Tieren und irgendwann sieht man, okay, ein Tier wird auffallend dick und dann sind irgendwann Babys drin und dann weiß man, okay, das war auf jeden Fall ein Weibchen. Aber irgendwie feststellen, sondieren kann man es zumindest meines Wissens. Ich weiß nicht, wenn ihr da weiter seid, dürft ihr es gerne unter rein posten oder wenn ihr einen Trick habt oder wenn ihr eben auch anderen Terrarianern helfen könnt, wenn ihr sagt, nee, Gürtel- oder Zwerggürtelschweif, ja, schaut mal so oder so. Daran kann man es ganz gut sehen. Dürft ihr unten rein posten, auch mir sagen, bin ich echt gespannt drauf. Ich glaube, es ist bei denen extrem schwer bis fast unmöglich. Dann hatte ich das Thema Zucht eben auch schon erwähnt. Die Tiere oder die Cordylus tropidosternum sind lebendgebärend, tun 2, 3 Mal im Jahr Junge bekommen, zwischen 2, 3, 4, 5 Junge. Lebendgebärend findet man plötzlich im Terrarium. Die Stimulation für die Zucht erfolgt sicherlich über die Winterruhe. Also im Winter macht er 2 Monate lang alles aus im Terrarium. Ich glaube, eine kühle
Raumtemperatur reicht als Winterruhe. Mein Vorschlag oder meine Empfehlung, so habe ich bis jetzt immer gemacht, einfach kühle Raumtemperatur. Und wenn dann im Frühjahr die Temperaturen hochgehen, fangen die Sparen an. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr irgendwann stolze Zwerggürtelschweifzüchter. Kommen wir zu der Ernährung von den Zwerggürtelschweifen. Mit Salat oder Obst braucht ihr denen gar nicht erst kommen, gehen die einfach nicht ran. Die wollen Insekten, Heimchen, Grillen, Heuschrecken in passender Größe, also für so ein Tier die mittlere Größe, ne? Also die hauen schon ganz ordentliche Brocken weg und das ist ganz gut, wenn die da ein bisschen kämpfen können. Ganz wichtig, gute Mineralsupplementierung. Ne? Ihr könnt das Herpetal zum Beispiel nehmen, Complete mit Mineral gemischt, 2:1, so wie es da steht, perfekt. Oder von Nekton das Rep plus Calcium D3 könnt ihr nehmen, damit die Futterinsekten einstäuben. Vor dem Verfüttern wirklich ganz wichtig, wenn euch irgendwann die Dosen ausgehen und nicht denken, naja, okay, kaufe ich irgendwann mal neue. Ihr braucht direkt neue, weil wirklich jedes Futter muss bestäubt sein. Wenn ihr das macht, dann habt ihr echt tolle, pflegeleichte Terrarientiere. Könnt sie vielleicht sogar züchten, wie gerade schon gesagt. Habt ihr echt Spaß dran. Ich glaube, die Cordylus, in den letzten Jahren sind sie auch mehr verfügbar, wie sie früher waren. Also mittlerweile sind sie leider CITES WA2. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall einen Herkunftsnachweis, wenn ihr euch so Tiere anschafft. Aber dann habt ihr ein tolles Terrarientier, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Am Schluss komme ich immer noch mit Literatur. Gibt es leider über Cordylus noch gar nichts. Weder Deutsch noch Englisch noch irgendeine Sprache. Ihr müsst euch auf Reptil TV und auf das verlassen, was euch andere Terrarianer vielleicht erzählen. Gibt es leider nichts. Das war die Folge über Cordylus tropidosternum. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren und checkt die hübschen kleinen Cordylus.